Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von 511 der Skyweight Pack 36 Liter. Wir haben euch auf einer vergangenen SHOT Show, ich meine es war 2023, von 511 die Skyweight Serie vorgestellt. Da gab es einige neue Produkte, zum Beispiel die Chest Packs, die haben auch Sling Packs und zwei Rucksäcke. Das war einmal der Skyweight 36 und einmal der Skyweight 24, der kleinere Rucksack. Wir haben uns dafür entschieden, euch heute mal im Detail den großen vorzustellen, den Skyweight 36 Liter. 511 setzt hier auf 100% Nylon, in diesem Fall 330er D-Nylon, das heißt ein sehr, sehr leichtes Nylon, leichter als 500D, dementsprechend natürlich auch ein kleines bisschen weniger Robustheit. Hier ging es darum, wirklich die maximale Gewichtsersparnis zu haben. Wir haben hier ein Gesamtgewicht von 1,3 Kilo, was jetzt nicht unbedingt ultralight ist für einen 36 Liter Rucksack, aber hier kann man auch nochmal 200 Gramm, ca. 211 Gramm wiegt der Beckengurt, der abnehmbar ist. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will jetzt wirklich was ganz, ganz Leichtes, wo ich wirklich nur Volumen reinpacke und kein Gewicht, also Regenjacke, vielleicht eine Trinkblase oder so, dass ich maximal bei 5 Kilo rauskomme am Ende des Tages, dann ist es natürlich mit 1,1 Kilo doch eine Ansage. Ja, wir haben hier von den Spezifikationen her, von der Größe her, einen Rucksack, der 56 cm in der Höhe ist, 33 cm in der Breite und in der Tiefe sind es 21,6 cm. Von der Ausstattung her hat man hier für einen Daypack in Anführungszeichen mit 36 Litern sehr, sehr viel geboten, muss man sagen. Wir fangen mal mit der Front an. Hier seht ihr schon, das ganze System ist relativ mollefrei gehalten. Also auch wenn 511 eher eine taktische Firma ist, ist der hier eher einer der zivil ausschauenderen Rucksäcke. Ihr habt hier rechts und links jeweils Daisy Chain, um eben auch nochmal mit Shockcord zum Beispiel eine Jacke vorne anbringen zu können. Ihr habt hier unten Materialschlaufen rechts und links, an denen ihr auch nochmal Ausrüstung unterbringen könnt, zum Beispiel eure Trekkingstöcke hier fixieren und dann oben nochmal einschlaufen. Und dann habt ihr hier im vorderen Bereich nochmal einen flachen Einschub. Der ist wie ein Beavertail, nur eben sehr, sehr minimalistisch, also maximal eine Regenjacke bekommt man hier rein. Wir haben zwar hier an den Seiten einen leichten Elastikeinsatz, aber von der Tiefe her kriegt man eine Hand rein und das Fach geht natürlich dann auch hier bis ganz nach unten. Weiterhin habt ihr hier im oberen Bereich nochmal einen Kompressionsriemen mit einem sehr flachen Backel. Das ist kein üblicher Fastex-Verschluss, sondern eher so ein relativ flacher Verschluss. Und damit kann ich dann hier auch mit einem Pull-Forward-Design das Ganze zusammenziehen. Das ist auch nicht üblich. Normalerweise kennt man das, man zieht immer hier zum Rucksack hin. Und hier ist aber das sehr schön gelöst, dass man das quasi dann immer vom Körper wegziehen kann. Gerade wenn man dann hier den Rucksack, so wie ich ihn jetzt in der Hand hat, kann man dann das Ganze hier zusammenziehen oder eben weiterstellen. Weiterhin habt ihr hier einen Reißverschluss auf der Front, der euch das eigentliche Frontcompartment bietet. Das heißt, hinter diesem Einschub hier ist nochmal ein ganz großes Fach, was bis zum Boden geht, wo ihr etwas tiefere Gegenstände reinpacken könnt. Ich habe jetzt mal zur Demonstration ein Poncho reingepackt. Das geht bis hier unten hin. Und hier habt ihr auch nochmal zur Organisation einen offenen Mesh-Einschub im oberen Bereich, wo man dann zum Beispiel auch nochmal Kleinigkeiten unterbringen kann, auf die man schnell zugreifen muss. Dann habt ihr an den Seiten sehr große Einschübe aus elastischem Material. Die sind äußerst praktisch für alles, was man sich vorstellen kann. Also auch hier könnte man ohne weiteres eine Regenjacke nochmal deponieren und unterbringen. Natürlich auch Trinkflaschen, da habe ich für euch mitgebracht die üblichen Verdächtigen, damit man mal ein Größenverhältnis hat, was hier reingeht. Also eine US-Kantine bekommt ihr hier komplett rein, die wird einfach geschluckt. Und genauso verhält es sich auch mit der 1 Liter Nalgene-Flasche. Auch die ist da sehr gut versorgt, wie ihr hier sehen könnt. Also da kriegt man dann rechts und links nochmal ordentlich was rein, um eben Flüssigkeit mitzuführen oder eine Jacke unterzubringen oder was auch immer ihr euch vorstellt. Ihr habt im unteren Bereich nochmal zwei Schnallen, um auch komprimieren zu können, aber auch wenn ihr sagt, ich will das vielleicht als leichten Overnighter nutzen, habe ich hier eben die Möglichkeit, dann da in diesen beiden Schnallen nochmal was unterzubringen, weil
Der Rucksack verfügt nicht über Molle-Schlaufen. Das heißt, ihr habt einen glatten Boden und könnt dann hier aber mit diesen beiden Schlaufen entsprechend nochmal Ausrüstung unten verstauen. Hier findet man auch nochmal einen Zipper und der ist dafür gedacht, dass er das mit enthaltene Rain Cover mit dabei hat. Auch das ist in Signalfarben gehalten, also auch nicht taktisch, sondern da geht es wirklich darum, den Rucksack zu nutzen, um eben auch signalisieren zu können. Richtig schönes, knalliges Orange. Und so sieht er dann aus, wenn er eingepackt ist. Machen wir das mal ordentlich. So. Hat man das Ganze dann nochmal hier. Und das ist auch von der Breite her so, dass man auch wirklich das Raincover nutzen kann, wenn ich die Flaschentaschen komplett nutze. So, dann gehen wir einmal auf die Rückseite, bevor es ins Hauptfach geht. Hier habt ihr geboten einmal einen Tragegriff. Ist natürlich ganz wichtig, um den Rucksack auch mal heben zu können. Ihr habt hier Lastenkontrollriemen im oberen Bereich. Dann an den Schulterträgern hier Führungen für Schläuche oder Kabel. Einmal, zweimal. Hier habt ihr aus Cordura-Laminat, Nylon habt ihr hier PAL-Schlaufen, um zum Beispiel auch nochmal eine Handytasche oder eine Multitool-Tasche anbringen zu können. Und hier ist dann auch der Brustgurt dran fixiert. Der lässt sich hier in der Höhe stufenlos verstellen, über hier so eine Aussparung oder beziehungsweise eine Verbreiterung. Und dann könnt ihr hier den Brustgurt einstellen. Auch da hat man wieder sich dafür entschieden, so einen flachen Backel zu nehmen. Und der Backel hat hier auch nochmal eine Signalpfeife mit dabei, um eben signalisieren zu können im Falle eines Falles. Im weiteren Verlauf sind hier die Verstellmöglichkeiten für die Schulterträger auch mit einem Fastex-Verschluss gelöst. Und auch der lässt sich schnell lösen, um den Rucksack bei Bedarf eben auch abwerfen zu können. Hat auch noch eine andere Funktion, die zeige ich euch aber gleich. Beim Tragesystem hat man sich dafür entschieden, hier mit einem geschlossenporigen Schaumstoff zu arbeiten, der hier unter Mesh versteckt ist. Das heißt, die oberen Bereiche sind Mesh und hier unten drunter liegt der Schaumstoff. Und der ist eben, wie man das hier auch an der Riffelung sehr schön sehen kann, so unterteilt, dass dann auch hier auf der Auflagefläche Luftzirkulation stattfindet. Und in der Mitte natürlich dann auch wieder der typische Luftkanal, den man bei vielen Rucksäcken hat. Hier übrigens für euch nochmal eine Info für die Rückenlänge. Die Maße, die ich euch vorhin angesagt habe, galten für das Modell Small Medium. Das heißt, das hier ist ein Small Medium Pack von der Rückenlänge. Den gibt es auch nochmal in Large X Large. Da könnt ihr dann auf der Herstellerseite euch anschauen, wie der von der Größe ist. Aber das, wie gesagt, die Literzahl ändert sich nicht, aber die Rückenlänge wird dann einfach noch ein bisschen nach oben aufgebaut, um eben einen längeren Rücken realisieren zu können. Im Hüftbereich habt ihr ein großes Pad, das natürlich dann hier als Auflagefläche dient und um den Beckengurt zu fixieren. Da ist auch ein ordentlicher Beckengurt mit dabei. Das heißt, auch wenn ihr mal höhere Lasten tragt, wäre das kein Problem, mit diesem Beckengurt hier zu arbeiten. Es ist nicht einfach nur ein Bauchgurt, der den Rucksack am Bauch fixiert, sondern ein vollwertiger Beckengurt. Und auch hier wieder mit einem Pull-Forward-Design. Das heißt, hier könnt ihr das Ganze nach vorne ziehen. Das hat man eigentlich in so einem Bereich von einem kleinen Rucksack, findet man das sehr selten. Finden wir sehr gut, dass es hier umgesetzt worden ist. Und falls ihr sagt, ich brauche den nicht, weil ich nur leichtes Gewicht habe, müsst ihr hier einfach nur den Klett lösen und könnt den Gurt komplett entfernen und habt dann hier einen ganz slicken Rucksack ohne Beckengurt. Der Beckengurt selbst lässt sich auch solo benutzen, wie ihr hier sehen könnt. Also auch hier hat man den mittleren Bereich mit PAL-Schlaufen versehen, nicht nur die Außenflügel. Und damit könnt ihr dann den Gurt auch als vollwertigen Battlebelt nutzen oder unabhängig vom Rucksack. Den tun wir jetzt auch mal beiseite, den brauchen wir nämlich nicht mehr. Viele Rucksäcke haben in ihrem Hauptfach ein Fach für eine Trinkblase. 511 hat sich bei diesem Modell dazu entschieden, das Ganze an der Außenseite unterzubringen. Das heißt, ihr habt hier unter dem oder beziehungsweise im Rückenfach einen Einschub, der oben offen ist. Dafür ist dann hier im oberen Bereich auch eine Aufhängung vorgesehen. Die habe ich gestern mal so ein bisschen behelfsmäßig verknotet. Müssen wir kurz einmal lösen, damit die Trinkblase auch rauskommt. Es ist natürlich im Vergleich
dazu, wenn man eine Trinkblase im Hauptfach hat, ein bisschen fummeliger die Trinkblase reinzubekommen. Also mal schnell befüllen, finde ich schwierig mit dem Modell, aber dazu gibt es ja zum Beispiel auch von Source gibt es ja diesen Fülladapter, dass man einfach das Mundstück entfernt, den Fülladapter aufpackt und dann eben über den Schlauch die Trinkblase befüllt. Das würde ich bei dem Modell hier auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten ist das Fach riesig, also das geht auch wirklich bis ganz nach unten. Da könnt ihr extrem lange Trinkblasen unterbringen oder eben auch breite. Wie hier zum Beispiel die Source 3 Liter WLPS. Die ist für einen Plattenträger eigentlich optimiert von der Breite, aber die passt hier auch rein. Und natürlich könntet ihr auch hergehen und das Ganze als Laptopfach nutzen. Das hat natürlich dann jetzt keine großartige Schutzfunktion, wie man das bei einem normalen Laptopfach hätte, aber einfach, damit ihr seht, dass es funktioniert. Hier wäre jetzt ein 15 Zoll Notebook, das ist von der Breite auch das Maximum, was geht. Wenn es ein langes Laptop geben würde wahrscheinlich zwei 15 Zoll hier untereinander reinbekommen. Also Länge ist auf jeden Fall gegeben, aber Breite ist halt bei 15 Zoll Laptops dann einfach Schluss. Ich lasse es jetzt auch mal drin, weil das ist nämlich ein bisschen fummelig jetzt da rauszuziehen. So, dann geht es ab ins Hauptfach. Dazu muss ich natürlich hier oben einmal die Verschlüsse lösen. Und dann habe ich hier einen umlaufenden YKK-Zipper mit 2 Schiffchen. Und der Rucksack lässt sich dann auch über die komplette Front öffnen. Hier habe ich dann einmal auf der Oberseite der Öffnung, das heißt genau analog hier zu der vorderen Tasche, habe ich auf der Innenseite auch nochmal ein Meshfach mit einem Reißverschluss. Also das ist nicht wie das Außenfach oben offen, sondern das kann man auch verschließen. Und hier ist auch nochmal eine kleine Aufhängung, um eben nochmal Gegenstände in dieser Tasche fixieren zu können. Also perfekt für Schlüssel und Co. Die Rückseite ist recht unspektakulär. Hier ist das Framesheet nochmal untergebracht aus Polymer, das dem Rucksack die Steifigkeit gibt. Da ist hier auch nochmal das Fach zu öffnen, aber man kommt hier nicht ran. Also man kann das leider nicht herausnehmen. Aber das wäre zum Beispiel auch nochmal was, wo man nochmal flache, sehr, sehr flache Gegenstände im Zweifelsfall unterbringen kann. Trinkblasenaufhängungen und Schlauchdurchlässe sind entsprechend nicht vorhanden, weil der Rucksack ja eben dafür konzipiert ist, dass das Ganze von außen zugegriffen wird. Der Skyweight 36 Liter Rucksack von 511 ist ein sehr cooler, durchdachter Rucksack. Genau richtig von der Größe her für den EDC-Bereich oder eben für kleinere Touren. Ob er jetzt Skyweight ist mit 1,3 Litern, die Ultralight-Tracker unter euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, nö, alles was über 1 Kilo ist nicht Ultralight. Aber tatsächlich von der Ausstattung her ist hier sehr viel gegeben. Man hat es ja oft bei den Ultraleicht-Rucksäcken, dass es einfach nur ein Packsack ist, der ein paar Schulterträger hat und das Framesheet dann durch die Isomatte generiert wird. Aber das, wie gesagt, das ist ja nicht der Anspruch, sondern für einen taktischen Rucksack in Anführungszeichen ist er tatsächlich sehr leicht und bietet dafür auch viele, viele Funktionen, die absolut nützlich sind. Farblich kommt er einmal in Sage Green, wie hier zu sehen, so heißt die Farbe. Auf der Webseite sieht es deutlich dunkler aus, also es ist tatsächlich eher so ein Khaki-Ton, wenn man den auch mal live in der Hand hat. Und es gibt ihn auch nochmal in einem Grauton als gedecktere Farbe. Ihr bekommt den Skyweight 36 Liter bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr selber den Skyweight 36 oder andere Skyweight-Produkte von der 511-Serie? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.